Grüß euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja. Einige meiner Freunde und ich hatten zuletzt ein sehr interessantes und aufschlussreiches Thema in unserer Gruppe diskutiert. Darin ging es um das charakterliche Potenzial der Arbeitshunde früher im Vergleich zu heute. Trieb, Nervenstärke, Härte, aber auch allgemeine Leistungsfähigkeit kam da ins Gespräch. Wir verglichen die Schutzarbeit von damals mit derjenigen von heute und waren uns alle einig, dass hierbei große Unterschiede vorherrschen. Ja, auch Leistungslinie im Vergleich zu Showlinie wurde besprochen, Erfahrungen wurden ausgetauscht und unterschiedliche Meinungen präsentiert, wie es nun mal so ist bei solchen Diskussionen und Gesprächen. Ein erfrischender Chat, das kann ich Ihnen sagen, mit Leuten, welche große Erfahrung im Bereich Arbeit mit verschiedenen Hunderassen im Abrichtersport mitbringen. Im Großteil dieser Unterhaltung waren unsere Meinungen so gut wie ident. Bei einigen Dingen unterschieden sie sich ein wenig, aber nicht wirklich krass. Ist doch gut so. Davon leben Diskussionen, wie wir alle wissen. Schauen Sie, jeder hat seine Erfahrungswerte, seine Sicht zu Dingen und ich nahm diese Unterhaltung sehr ernst und war äußerst interessiert an den Darstellungen meiner Freunde, denn das sind alles Top-Leute der Kynologie, das kann ich Ihnen versichern. Vielleicht ist ja auch Ihnen schon zu Ohren gekommen, Gebrauchshunde hatten früher mehr Potenzial, als sie es heutzutage beweisen. Ja, ich bin ebenfalls der Meinung, dass Hunde früher, und hier spreche ich von den 80er und 90er Jahren, auffällig fürhärter, nervenfester waren, mehr nach vorne gingen, mehr nach vorne marschierten, ein stabileres Nervenkostüm bewiesen haben. So sehe ich das. Ja. Doch ich bin auch fest davon überzeugt, dass diese Entwicklung nicht in heute weniger Qualität diverser Rassen und deren Linien zu suchen ist. Der Hundeführer hat sich im Vergleich zu früher merkbar und drastisch verändert. Der Meinung bin ich. Wir wissen alle, dass sich in der Hundehaltung ein gewisser Mainstream durchgesetzt hat. Was früher gut war, ist heute häufig verpönt. Alles war früher zu hart und würde heute schnell als fossile Methode gelten. Aber ich sage Ihnen was, viele dieser Anschuldigungen entsprechen nicht der Wahrheit. Sehr selbstverständlich gab es damals Trainingsmethoden, welche auch ich heute als unnötig empfinden würde und ersetzen würde, ganz klar. Ja. Doch jeder kompetente Ex-Hundesportler der damaligen Zeit, der wird mir sofort bestätigen, dass der Großteil dieser Zusammenarbeit mit dem Sporthund damals eine fantastische war. Das war auch der Grund dafür, weshalb sich unsere Hunde damals bei der Nachricht "Komm, wir fahren am Platz" vor Freude gebärden wie verrückt. Ich habe das so oft erlebt und nicht nur bei meinen Hunden. Also Hunde, welche zu hart herangenommen werden, zeigen solche Verhaltensformen in der Regel nicht. Das wissen Sie selbstverständlich. Ja. Diesem Mainstream der modernen Hundeerziehung, der modernen Hundehaltung, diesem Druck geben heute zu viele Hundehalter nach. Denke ich mal. Ja. Schauen Sie, wir sprachen über den Riesenschnauzer und über den Riesenschnauzer kamen wir ins Gespräch auf den schwarzen russischen Terrier. Einer meiner Freunde, der Werner, ein Herr mit langer Hundesportvergangenheit und dementsprechend großer Erfahrung zum Thema, unbestritten, der teilte mit, dass er diese Hunderasse nur mit äußerst dünnem Nervenkostüm erlebt hat, speziell bei der Schutzarbeit. Ich im Gegenzug dazu war mit Vito und einem schwarzen russischen Terrier, mit dessen Besitzerin, etwa 3 Jahre lang regelmäßig unterwegs. Ein großer, souveräner und äußerst nervenstarker schwarzer russischer Terrier. Mutiger Rüde, an welchen mich hier im Daumen eine kleine Narbe erinnert. Das war ein
blöder Zwischenfall. Ja. Die Besitzerin dieses schwarzen russischen Terriers, die Marion, eine gute Bekannte von mir, möchte sie als Freundin bezeichnen. Die hat mit diesem Hund nie einen Abrichteplatz besucht. Niemals. Ja. Ist etwa in meinem Alter, also etwa über 50 Jahre alt, und erzog ihren Hund auf äußerst liebevolle, aber auch etwas forsche Art und Weise. Schauen Sie, der wurde einfach erzogen. Er wurde geführt, gelenkt, gelobt oder gescholten. Dabei wusste er immer, wer der Chef im Haus ist, nämlich Sie. So soll es auch sein. Wenn Sie mit Ihrem Hund einen Hundeabrichteplatz besuchen, wo gute Leute arbeiten, wo ein gutes Team vorherrscht. Wir wissen, dass es euch auch schlechte Trainerteams und schlechte Plätze gibt. Ja? Und mit diesen Leuten zusammenarbeiten, aber zu Hause diesen Stil wieder ablegen und wieder den angesagten Hundeerziehungsstil à la Mainstream durchziehen. Liebe Zuseher, dann werden Sie häufig im Besitz eines Hundes sein, der im Vergleich zu den Hunden, wie sie früher glänzten, verblassen wird. Das ist nun mal Fakt. Ein Weinbauer in unserer Ortschaft, welcher sich niemals Riesengedanken über perfekte Hundeerziehung gemacht hat und höchstwahrscheinlich noch nie in seinem Leben einen Abrichteplatz betreten hat, der besitzt einen weißen Schweizer Schäferhund und einen deutschen Schäferhund. Beide Hunde auf eine Art und Weise erzogen, wie er es von seinen Eltern, welche ebenfalls immer Hunde hatten, mitbekommen hat. Kein in Watte packen, aber ein Du bist mein Freund, aber ich bin dein Boss. Völlig unkompliziert. Beide Schäferhunde sind ausgesprochen kernige, charakterstarke, tolle Schäferhunde. Ich würde beide Schäferhunde als typische Schäferhunde bezeichnen. Andererseits haben wir etwa 200 Meter Luftlinie von mir entfernt eine sehr nette junge Mutter von 2 Kindern, die mit ihrem Ehemann und der Großmutter der beiden Kinder zusammen mit einem deutschen Schäferhunderüden der Leistungslinie, im Erwachsenenalter ist dieser Hund, ja, in einem großen Haus lebt. Ich weiß, dass diese Dame sehr an moderner Hundeerziehung interessiert ist, und ich sage Ihnen was, dieser deutsche Schäferhund der Leistungslinie, der flattert den ganzen Tag herum wie ein Schmetterling. Ich meine das nicht abwertend. Sie wissen ganz genau, worauf ich damit hinaus will. Ja? Ich bin davon überzeugt, dass Hunde heute noch genauso viel Potenzial besitzen, wie sie es früher taten. Davon bin ich überzeugt. Ja? Die Hundehaltung generell, die Erziehung hat sich heute verändert. Das ist für mich der wahre Grund, weshalb man heutzutage seltener als früher nervenfeste, souveräne Hunde erlebt, welche auch im Ernstfall nach vorne marschieren. Sie wissen schon, was ich meine. Und mir kommt das so vor, und nicht nur mir kommt das so vor. Thema Leistungslinie und Showlinie. Ich würde sagen, es ist ein Fehler, wenn wir die Leistungslinie als Maß aller Dinge in der Rassewelt ansehen. Die Leistungslinie enthält Hunde diverser Rassen, bei welchen das Hauptaugenmerk der Zucht auf funktionelle Anatomie in Verbindung mit für diverse Aufgaben notwendige Charaktere gelegt wird. Und bei Showlinien allerdings wird der Fokus vermehrt auf die Einhaltung des perfekten anatomischen Rassestandards gelegt. Schauen Sie, häufig sind Hunde aus Leistungslinien von leichterer Statur, wissen wir. Außerdem sind sie häufig ausgestattet mit gesünderer Anatomie und etwas mehr Pfeffer im Charakter. Ja, die Bezeichnung Leistungslinie hat also sehr wohl ihre Berechtigung, ja, klar. Und dass anatomisch kaputt gezüchtete Showlinien im Stile extrem rückenabfallender deutscher Schäferhunde oder Molosser, dessen Haut mehr Gewicht vorweist als der Rest des ganzen Hundes, ja, abzulehnen sind. Dieser Meinung bin ich ebenfalls. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Doch bin ich genauso der Meinung, dass Hunde, welche reiner Showlinien entstammen, häufig selbe Leistungen erbringen können, denselben Level fahren können wie ihre Verwandten, welche aus Sportzucht stammen. Wir hatten am Abrichteplatz einen Riesenschnauzer, den Xanto, ein Hund aus reiner Showlinie. Schwarz, über 70 cm Schulterhöhe und 55 Kilo schwer. Dieser Hund, liebe Zuseher, stellt einen Riesenschnauzer dar, wie man ihn sich nur wünschen konnte. Optisch und charakterlich herrisch,
fürhart, selbstsicher, höchst lernbereit und leistungsfähig. Dieser Hund war ein Genuss am Platz. Ein unerschrockener Verteidiger, ein schneller und sehr starker, ausdauernder Hund und ein herrlicher Familienhund. Diesen Riesenschnauzer aus Showline hätte ich persönlich jedem 35 Kilo Riesenschnauzerrüden aus Leistungszucht ohne nachzudenken vorgezogen. Jederzeit. Teddy war ein Dobermann aus reiner Showline. Eine Kanone, charakterlich wie körperlich, groß, athletisch, muskulös, ausgestattet mit allerhöchstem Will to Please und Feuer bei der Schutzarbeit. Dieser Hund kam bei der Schutzarbeit in mich hineingeschossen wie ein Marschflugkörper, ein toller Hund. Auch bei diesem Hund hätte ich persönlich keine Schwierigkeiten gehabt bei der Wahl zwischen ihm und einem Rassenbruder aus Leistungszucht. Ich hätte mich jederzeit für Teddy entschieden. Das war der tollste Dobermann, den ich je kennengelernt habe. Um kurz beim Dobermann zu bleiben. Ja, häufig habe ich in letzter Zeit gehört, vielleicht haben ja auch Sie das schon gehört, heute ist ein Dobermann kein Dobermann mehr. Diese Hunde haben heute alle keine Härte mehr. Ich weiß schon, lieber Zuseher, dass so etwas schnell mal gesagt ist. Doch auch ich sage Ihnen was. Ja. Wir haben hier in unserer Ortschaft 2 Dobermänner. Beide kenne ich. Beide Hunde würde ich als sehr typische Dobermänner bezeichnen. Athletische Hunde, welche energiegeladen unterwegs sind, gut bemuskelt sind, aufmerksam sind und bei Begegnungen mit Hunden doch recht bestimmend in ihrer Art und Weise sind. Und bei einem gehe ich häufiger am Grundstück vorbei. Ich lade alle Zweifler zum Thema Dobermann herzlich dazu ein, hierher zu reisen und zu versuchen, den Zaun zu seinem Grundstück zu überqueren. Ich garantiere Ihnen, liebe Zuseher, wenn Sie das versuchen, dann werden Sie sehr schnell und äußerst schmerzhaft erfahren, dass es auch heute noch den Dobermann gibt. Ja, so viel zum Dobermann, das wollte ich kurz gesagt haben. Ist der Begriff Leistungslinie also berechtigt? Klar ist er das, keine Frage. Ist die Showlinie gleicher Rassen als minderwertiger bei der Arbeit anzusehen? Dazu möchte ich gleich mal sagen, dass das keiner meiner Freunde in dieser Art und Weise behauptet hat. Ja? Aber ich möchte dazu ergänzen, dass sie häufig ähnlichen Level erreichen können. Manchmal selben Level fahren, obwohl das Show vor der Linie steht. Ich habe das gesehen und nicht nur einmal. Hatten Hunde früher mehr charakterliches Potenzial, als sie es heute haben? Meiner Meinung nach nicht. Ja. Die Hundeführer hatten das. Die Hunde haben es noch immer. Ausschöpfen müssen sie es. Ich weiß schon, liebe Zuseher, viele von Ihnen müssen denken, der Ronny, also der muss den perfekten Hund zu Hause haben. Ja, da sind Sie aber schwer am Irrtum. Ja. Mein Hund Vito ist charakterlich extrem instabil. Der benimmt sich teilweise mehr wie ein gezähmtes Wildtier als wie ein domestiziertes Haustier. Die ersten 5 Monate seines Lebens erlitt er absolutes Elend. Glauben Sie mir das. Und dieser Umstand hat eine riesige Baustelle in seinem Kopf hinterlassen, welche ich versuche bis heute zusammenzuräumen. Und er ist mittlerweile 5 Jahre alt. Schauen Sie, man kann aus einem Hund immer nur das rausholen, was in ihm drinnen steckt. Aber viele tun das heute nicht mehr. Weil sie meiner Meinung nach zu sehr auf die Richtigkeit der Empfehlungen von Personen hören, welche die Welt rosarot wahrnehmen. Ja, aber die Welt ist nicht rosarot, so ist das nun mal. Ja. Schauen Sie, ich liebe meinen Hund heiß und er weiß das. Vertrauen Sie mir, er erfährt das tagtäglich. Ja. Und dennoch versuche ich meinen Hund so zu erziehen, wie für mich ein Hund erzogen gehört. Da herrscht strikte Rangordnung, da herrschen strikte Strukturen. Da gibt es viel Lob, es gibt aber auch Schimpfer, wenn er einen Blödsinn macht, ganz klar. Er darf ein großes Raubtier sein und bis zu gewissem Grade seiner Natur nachgehen. Ja. Wenn die Kampfeslust mal mit ihm durchgeht und sie berechtigt ist, dann gestatte ich es ihm. Ist es unangebracht in dem Moment, mache ich es ihm klar und er weiß sofort, worum es geht. Liebe Zuseher, nicht nur meine Hunde haben von mir gelernt, auch ich habe von meinen Hunden und vielen anderen Hunden gelernt. Wir hatten einen Leitspruch am Platz, der lautete: 80% lernt der Hundeführer und 20% der Hund. Und der passt. Und jetzt möchte ich Ihnen noch kurz ein Zitat vorlesen. Und zwar
Ein guter Hundeführer kann einen tollen Hund erschaffen. Und ein toller Hund kann einen guten Hundeführer erschaffen. Wissen Sie, von wem dieses Zitat stammt? Von meiner Wenigkeit. Weil es einfach der Wahrheit entspricht. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.